Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf YouTube auf meinem Kanal. Heute die letzte Folge im Jahr 2023 und ich habe uns Top 5s dafür herausgesucht. Eine kleine Compilation zum Jahresabschluss. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist Top 5s. Ja, Top 5s. Wir haben hier 5 unglaubliche, unheimliche, gruselige Oldschool YouTube-Videos, die, das Internet verrückt gemacht haben. Schauen wir mal diese Oldschool-Videos. In this special edition video, we'll be going back in time to take a look at 5 creepy videos that many of us probably watched as kids. It's time to take a nostalgic trip back to the creepy side of the internet. Mal gucken, welche wir davon kennen. Oder ich auch kenne von früher. Mal schauen. Number 5. The Ghost Car. We'll begin with a real classic of the early YouTube era, simply titled Ghost Car. The description of the video details how an advert for a car had to be pulled off TV because people were complaining that they could hear a ghostly voice in the background. Okay, es war also eine Werbung, ein Werbespot und man kann eine gruselige Stimme im Hintergrund hören. Deswegen hat man den Werbespot dann runtergenommen vom Äther. The short clip involves a luxury sedan travelling through a serene landscape. The viewer, no doubt trying hard to listen for the voices. Then suddenly a grotesque image appears on the screen, accompanied by a loud and terrifying shriek. Ich kenne das. Ja, das ist so ein Jumpscare-Clip gewesen. Ja, den kenne ich. Habe ich mir damals auch in die Buchse geschissen. Ich habe diese Videos gehasst. Ich habe sie einfach gehasst. Take a look at this classic. Oh nee, will ich nicht. Och nee, was habe ich mir da angetan? Gott, was? Ich habe es nur mit einem Auge gesehen und ich habe jetzt trotzdem Gänsehaut bekommen. Eine Welle der Gänsehaut hat meinen Körper erfasst. The video first surfaced in 2005, and thanks to YouTube, became a firm favorite tool for pranking one's friends. This invariably led to... Ja, das war nämlich auch so. Guck dir das mal an, setz dich mal davor, guck dir das an. Das habe ich dann getan. Habe mich dann wirklich fast zu Tode erschreckt. Ganz grausam. Ich hätte es wissen müssen, dass was Schlimmes passiert, weil ich kannte die Situation schon mal vorher von einem anderen Clip mit zwei Mädels, ja, 2 Girls, 1 Cup. Ja, das war aber nichts zum Gruseln, sondern eher zum Ekeln. Egal, auf jeden Fall nicht schön. A number of reaction videos appearing, where people were recorded viewing it for the first time. Ja, da. Their Schön. reactions providing even more entertainment for thousands of people from this one clip. Most people assume that it was always intended as a prank video. However, one part of the video's description is true, and that is that the video was indeed part of an advertising campaign. The clip was commissioned by German caffeine manufacturer Kaffee, and the Ghost Car video is one of 9 similarly composed ads, each 20 seconds long, that each culminate in some form of jump scare. Each ad would finish with the text in German or English. Okay, also es gab mehrere Clips davon, immer so 20 Sekunden. Es ist auch eigentlich gar kein offizieller Werbeclip für dieses Auto. Und immer endete es mit einem Jumpscare am Ende und mit diesem Text auf Deutsch oder Englisch halt, ne? Revealed the purpose of the advert, and how the alarm they created related to the effect its product would have on you if you consumed it. In the case of Ghost Car, the text read, "Ever been so wide awake? Canned caffeine with coffee." Although most YouTube versions often omit this part of the video. Ghost Car was an instant hit when it surfaced, and no doubt aided enormously in generating Kaffee's market identity over rival caffeine products. However, when erroneous reports began to appear on forums, and even in some news publications of people having heart attacks after watching it. Ja gut, das ist dann auch wahrscheinlich wieder so eine Urban Legend, ne? Dass halt viele Leute danach einen Herzinfarkt gekriegt haben. Kann natürlich, wenn man sich erschreckt, immer passieren. Klar, wenn man damit Probleme hat oder wenn man halt ein schwaches Herz hat oder älter ist. Aber das glaube ich nicht, dass das so viele waren.
Und es gibt ja auch bei einigen Filmen immer so Legenden, die sich dann um die Erstvorführung ranken, wie zum Beispiel beim Exorzisten, dass die Leute sich übergeben haben oder aus dem Kino gelaufen sind oder was auch immer. Da ist meistens nicht ganz so viel dran. Ja. Das ist ganz viel Marketing auch und das wird auch bei dieser Firma, wo es ja anscheinend um Energy Drinks oder sowas ging, ne? So wie ich das jetzt verstanden habe. And other so-called screamer videos. The first questions regarding censorship began to be raised about the new wave of video hosting platforms that were emerging, the most notable of course being YouTube. While these reports have never been confirmed and have become something of an internet legend in of themselves. Ja, also diese Berichte sind halt nie bestätigt worden, ne? Ist halt so der Mythos, der sich darum rankt. Im Endeffekt ist es halt nur sind es halt nur Prank-Clips, um halt Leute zu erschrecken und um Klicks zu generieren. Ich meine, die wurden ja auch zig Millionenfach angeklickt, ne? They have served to elevate the notoriety of videos such as Ghost Car, with many people having numerous tales of their first time seeing it. Take a look at it again and try and remember the first time you ever saw it. Ah, schön. Ach Leute, ich will es nicht nochmal sehen. Ich habe mir eigentlich geschworen, damals es nicht mehr zu sehen. Ich habe es seitdem auch nie wieder gesehen. Ich habe es wirklich seitdem, das war jetzt nicht 2005 direkt, ich glaube, es war 2006 auch erst. Ich habe es seitdem wirklich nie wieder gesehen. Das ist jetzt das erste Mal nach 17 Jahren. Ich hätte es mir auch sparen können. Unwind with the Sweeties. In our previous video, we looked at the case of Tara the android, and how with little or no context to what they were looking at, YouTube's audience began piecing together an entire fabricated... Das ist, also so ähnliche Clips kenne ich auch mit irgend so einem Typen, der mit so einer Puppe da, es gab auch mal einen, der hat, da gab es auch so ein Fernsehsignal, was gehijackt wurde, so wie bei Max Headroom, ja, mit dem Vorfall. Und da war auch so ein Typ mit Puppe. Ja, nicht schön. Es gibt auch einen Film, irgendwas mit Broadcast, hab ich letztes Jahr, vor 2 Jahren gesehen. Ich glaube sogar so Broadcast Incident heißt der Film. Da geht es auch darum, ne? Mit so Puppe, mit so einer Puppe und so. Es ist nicht schön. Backstory to this bizarre character. Sieht ekelhaft aus. It says something of our own nature or acceptance of how dark the world can be, when the part of our brains that warns of the potential dangers can create such elaborate stories as a possibility that come from viewing creepy, unsettling, or downright weird material, even when there is likely none to behold. Ich finde diese Videos und diese Clips, die finde ich nicht klassisch gruselig, ich will es mal so ausdrücken, sondern eher unangenehm. Ja? Es ist unangenehm, surreal unangenehm, ja. Ich finde es jetzt wirklich nicht gruselig im klassischen Sinne. Ne? Es ist nicht schön, es ist halt unangenehm. Vor allen Dingen, weil man ja auch nicht weiß, ist das jetzt wirklich einfach nur eine Puppe, die Animatronik in sich hat, oder ist das ein Typ, der so fetischmäßig sich in Puppen-Outfits schmeißt und so eine Silikonmaske sich übergezogen hat? Es wirkt halt schon ziemlich seltsam, ja? Und nicht schön. Es ist sehr unangenehm. When some context is added. With this in mind, welcome to the world of the Sweeties. Oh. Okay. And specifically their video, Unwind with the Sweeties. Yes. This video begins with an intro sequence after a man and a woman appear, both of whom are wearing brightly coloured ski masks. And while their mouths are visible, their eyes are covered with glasses, on the front of which are pictures of eyes, seemingly cut out from a magazine. Both wear wigs that are intended to demonstrate their genders and help further differentiate the two. The male sweetie is seen reading a sexually suggestive magazine before apparently fantasizing about Marilyn Monroe, she being played by the female sweetie but in a different wig. The dream is disturbed when the female sweetie wakes him up, annoyed, that he was apparently fantasizing about another woman. Take a look. Fallen asleep. You know, a girl has to take a nap once in a while. Especially if she's had a busy day like I have.
Sweetie? Sweetie? Sweetie! Sweetie? Yeah, sweetie, well, I was just, Many of you may be wondering what you just watched, and you would not be alone. The ski masks are enough to trigger feelings of apprehension and unease, as we are neutrally suspicious of people who choose to conceal their identities. But these, coupled with their odd behaviour, make for some unsettling viewing. Looking at more videos featuring the Sweeties only makes the feeling of unease greater. Ich glaube, denen war gar nicht bewusst, wie gruselig das aussieht. Also ich finde, das ist jetzt nicht vergleichbar zu dieser Puppe, die wir davor gesehen haben, die er als Beispiel hier hatte. Ja, das ist jetzt nicht schön anzusehen, ja. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass andere Leute das sehr, sehr creepy finden, ja. Also ich finde es jetzt nicht creepy, ich finde es eigentlich eher albern. In one clip, for example, they exaggerate how uncomfortable their underwear is by comparing them to razor blades and broken glass. If meant to be funny, then it fails and only heightens the creepy factor. All of this makes us beg the question, just what is the story behind the people who made the video? Well, the fact of the matter is that the clips uploaded to YouTube were from what could be described as YouTube's predecessor, US public access television. The show was the creation of husband and wife Gus and Emma Shalisky, and they began broadcasting episodes of their show in 1991. Their unusual costumes were the result of their effort to create unique-looking comical characters in the show. Ja, es ist halt auch im Fernsehen gelaufen. Seit Anfang der 90er Jahre. Und ja, gab es dann halt bei YouTube auch, ne, Clips davon, so wie das jetzt hier. With only a small budget, they had to use whatever they could purchase cheaply and improvise. Their show ran for an unusually long time for a public access series, the last one being produced as of late 2002, by which time they had developed a very small fan base. However, the uploading of clips to YouTube brought them back to a much wider audience, although they themselves have been relatively quiet in recent years, save for a post on their blog in 2020. This was the first time in 10 years that the blog had been updated. The last post before that featured an unnerving story about a family reunion and involved a picture of a mutilated body which Emma said looked like Gus. While not as famous as some other creepy content creators. Ja, da gab es jetzt halt auch wieder sowas, ne? Ja, auf dem Blog von denen wurde seit 10 Jahren nichts gepostet. Im Jahr 2020 gab es wieder was und das, was vor 10 Jahren das letzte Mal gepostet wurde, das war irgendwie eine Familienzusammenkunft, ein Familientreffen und von dem männlichen Darsteller, das sah alles sehr seltsam aus und deformiert und wer weiß was. Ja, wir haben es ja jetzt nicht gesehen, er hat es nicht gezeigt, wahrscheinlich kann er den Blog gar nicht so einsehen und es ist halt auch wieder so eine Legende, die sich darum rankt. Etwas Unheimliches, so eine Art Creepypasta um diese Sweeties, die halt damals im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so will ich es jetzt einfach mal nennen, in den USA, gibt es ja da auch in abgewandelter Form gezeigt worden ist. Ja. Die dachten halt, das wäre lustig und Mitte der 2000er hat sich das zu etwas eher Gruseligen entwickelt, ja, diese skurrilen Sketches, so nenne ich es jetzt einfach mal. Internationally or otherwise, Gus and Emma continue to have a loyal fanbase, and even as recently as September 2023, new channels are appearing on YouTube to host their videos. Check them out, if only to stimulate that warning center in your brain that something just doesn't feel right. Also ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm, aber ich habe ja sowieso selten Angst vor Puppen oder Clowns oder so etwas. Das tangiert mich jetzt nicht unbedingt, ja. Nummer 3. Fallen Angel of Catalonia. Uploaded to YouTube on June 28, 2006, the video entitled Possible Fallen Angel in Catalonia has a timestamp on it, implying that the events depicted in the 1-minute clip happened Also ein gefallener Engel im Jahre 2006 in Katalonien. just over 2 weeks earlier. The footage involves 2 men moving through a field in Catalonia, Spain, at night using a flashlight and their camera's night vision mode to see. They stumble across a number of large white feathers scattered on the ground before appearing to spot a grotesque humanoid figure curled up in a bush. Ist ja auch schon erstaunlich, ne? Ich meine, der Clip ist jetzt aus dem Jahre 2006 und wir sind jetzt im Jahr 2023 und wir haben immer noch Clips, die
diese Bildqualität haben zwischendurch. Haben wir ja immer wieder, ne? Erstaunlich. The emaciated figure seems to have the stumps of torn-off wings protruding off its back, and the video implies that this may have been an angel who has had its wings torn off, or at least some cryptid resembling such a being. The figure spots the two men. Das ist der Rake. Das ist der Rake, definitiv. Der hat ja keine Flügel, der hat wer weiß was auf dem Rücken, aber es ist der Rake. Who then run away in horror. Die haben den Rake gefunden. Take a look. Ja. Das sehe ich jetzt schon, dass das der Rake ist. Definitiv. Ja. Few would deny the creep factor, and when it emerged, the video naturally became the source of debate online as to whether it was genuine or a hoax. Most people agreed that if it was a hoax, then it was a very well made one. For in just 60 seconds, a mystery was developed, and a climax presented to the viewer. Furthermore, the grainy black and white image of the night vision showed just enough to help carry the story without giving away too much. However, this lack of detail also fueled the argument that the video was genuine. A year after it was released, another video appeared online, claiming to be behind-the-scenes look at how the video was made. Ah, okay, dann ist es also gefaked. Es war doch nicht der Rake. With a man seen getting into a costume to play the fallen angel. Ah, ja, okay. However, in a bizarre twist, this video has been claimed by many to be the hoax, as the completed costume appears to differ from the Ja, dann ist es ja ein Hoax. Dann weiß ich gar nicht, warum wir uns das überhaupt ansehen. being seen in the original, particularly concerning its size. Regardless, the video has garnered millions of views and still sparks debate, just as a good creepy video should. Ja, es zeigt halt auch nur wieder, dass solche Clips halt immer auch gestellt sein können. Ne? Gefälscht will ich jetzt nicht sagen, gefaked, sondern einfach nur auch gestellt. Es kann halt immer sein. Es hätte aber auch gut der Rake sein können, nicht wahr? Kein Rake. Japanese elevator ghost. Okay. One of the biggest criticisms of the found footage genre that was undoubtedly catapulted into the mainstream by the success of the movie The Blair Witch is that the main characters are always filming at the right time to capture events as they are unfolding. Ja, das ist halt das, ne? Also, er hat jetzt Blair Witch zum Beispiel auch genannt, dass die Charaktere genau dann filmen, wenn auch was passiert. Ist halt ein Film. Okay, ist halt sowieso nur ein Film. Aber wir haben das ja auch oft, dass wir Clips haben von Leuten, die ganz zufällig gerade in diesem Moment irgendwo ihre Kamera drauf halten, wenn was passiert. Oder dann passiert erst was. Und das ist natürlich sehr seltsam. Ne? Also das kann passieren, ja, das kann sein. Aber im Endeffekt macht mich das schon oft genug stutzig hier. Ne? Das wisst ihr ja auch. Und zeigt halt oft auch, dass diese Clips halt gestellt sind. It leaves us as the audience asking why, given the horror that they are experiencing, do these characters think to go for the camera when things start happening instead of running away? It takes us out of the perception that these events are real, and that in the end is the main pull of the genre. Well, one way around that for creepy content creators is CCTV. Security cameras are intended to record as much as possible. Ja, und bei Überwachungskameran ist es halt so, die halten die ganze Zeit ja drauf. Und wenn die halt was aufzeichnen, zeichnen sie was mit auf. So, da kann man schlecht sagen, ja, die Überwachungskamera zeichnet jetzt nur paranormale Dinge auf. Das ist dann eher Zufall und macht das Ganze dann natürlich auch authentisch. So that they can be used to gather evidence of a crime. Trotzdem frage ich mich oft genug, warum hängt gerade da eine Überwachungskamera oder warum hat man gerade da eine aufgestellt? Jetzt zum Beispiel in Privatwohnungen oder Häusern von Leuten. Gerade in den USA scheint das ja ein großes Ding zu sein. Im Endeffekt klar, natürlich, ne, Einbrecher, wenn Bewegungsmelder da ist mit der Kamera, dann kriegt man auf dem Handy eine Nachricht, dass sich was bewegt im Haus und man kann nachsehen, wer oder was das ist und die Polizei rufen. Das gleiche macht aber natürlich auch eine Alarmanlage. So, gut, die kann man natürlich auch irgendwie umgehen oder ausstellen, keine Ahnung, was das für Profis sind, die da einsteigen. Aber oft sind die Kameras auch auf Dinge gerichtet, wo ich mich dann frage, was soll das bringen, ne? Auf Badezimmer oder in Küchen oder was auch immer. Also ich kann es ja noch verstehen, im Eingangsbereich oder im Wohnzimmer. Halt so Räume, wo halt, ich würde jetzt mal sagen, Diebe zuerst nachsehen würden. Ja? Das ist halt auch oft so eine Frage, warum machen die das? Und das macht einen auch oft stutzig. Genauso das Verhalten an sich, ja, kein Licht anmachen
und so weiter, ja. Also es sind halt immer so Kleinigkeiten. Und bei Überwachungskameras, gerade wenn die an öffentlichen Orten sind oder an Orten, die so wie Krankenhäuser oder Schulgängen in Schulen oder Geschäften und so, da kann man den Leuten natürlich schlecht vorwerfen oder schlecht hinterfragen, warum die da hängen. Die hängen da halt, um Kriminelle halt irgendwie zu fangen oder halt zu identifizieren und so weiter. Ne? To help locate missing people, to identify potential threats or hazards to those they are set up to protect, or to simply have a record of events within a building or area. There have been numerous proposed instances of paranormal activity caught on security cameras over the years, both fake and seemingly genuine. Either way, when we first view such footage, our minds are already being programmed to accept what is happening in the footage, since we tend to associate security camera footage as being legitimate, which only adds to the creepiness when something unusual is recorded having happened. This leads us to the video Japanese Elevator Ghost from 2008. The video appears to show multiple camera angles from a Japanese office building, including one inside an elevator. Two office workers can be seen walking towards the elevator, inside of which, at around 28 seconds, something appears to briefly materialize in the wall. The two men enter the elevator, and after a short ride to another floor, they get out. However, a figure, seemingly of a hunched woman, appears behind one of the men, almost as though the two of them were occupying the same space at one point. The figure then follows the men out of the elevator, both men seemingly oblivious to her presence. Take a look. Ist gut gemacht. In all likelihood, the video is fake, but here is the cunning part of videos such as this. Given that we are all pre-programmed to believe what we see on security camera footage, in all but the most committed skeptic, there is still part of our brains left wondering if the footage is genuine, and for 13 years at the time of uploading this video, it continues to send that cold chill down the back of people's spines, before it no doubt springs up in their memories. Ja, und das ist halt das, was ich gerade auch gesagt habe, wo ich selber ja eigentlich auch drauf reinfalle, oft genug, dass gerade Überwachungskameras, dass Aufnahmen von Überwachungskameras dann auch authentisch wirken oder sind für einen selber, ne? Aber die Bilder lassen sich halt genauso manipulieren. Das ist halt so. Und deswegen müssen wir immer sehr skeptisch sein. Also rein vom Unterhaltungswert ist das natürlich alles sehr toll, aber wir wollen natürlich auch irgendwann mal den ultimativen Beweis haben fürs Paranormale. Ja? Und den kriegen wir halt nicht durch gefakte Clips. Die unterhalten uns zwar sehr gut, ja, wir erschrecken uns auch zwischendurch, aber im Endeffekt ist es halt eine Unterhaltung. Some time after seeing it, when they find themselves traveling between floors in a creaky old elevator, making them just take a quick glance over their shoulder, just in case. Nummer uno. Bin gespannt. Ah ja, Japanese Ghost Girl in schon Mirror. mal. In late 2006, a creepy clip Oh, das ist auch von 2006. surfaced on the internet before making its way onto YouTube, when it had not even been a year since the site launched. That caused many people to question their own perception of reality. Known under the title of Japanese Ghost Girl in Mirror, the video starts out in a similar manner to the first video we covered in this series at the start of the month, concerning the creepy grudge girl, in that a child is seen being filmed innocently enough in front of a three-sided mirror. However, again, when the girl looks back to her mother, one of the images in the furthest mirror holds its stare back, when it should have shown a reflection of the back of the girl's head. Take a look. Ja. この鏡は母親が知人から譲り受けた古いものだという。Das ist halt auch ein guter Trick, ne? This video generated enormous debate online as to what was happening. Theories abound, from the girl in the mirror being a ghost or demon of some sort, to a rupture in the space-time continuum centered around that one mirror, to this effectively being a glitch in the Matrix, proving we are living in a simulated world. Natürlich. Some of the more skeptical viewers had their doubts about the authenticity, of course, resulting in some of YouTube's earliest debunking videos.
As the clip generated even more debate, more information was uncovered. The clip is actually edited out of a Japanese horror anthology collection, whose title translates into "They Really Exist, Cursed Videos," and we can hear someone narrating in Japanese as the video plays. And while it has largely been debunked as a hoax. Ja, das sind halt auch alles so Legenden halt, ne? Von irgendwelchen Clips, die verflucht sind und irgendwas Verfluchtes zeigen und dann erlebt man auch irgendwelche Dinge. Das ist halt so, ja. Heute sind es die Clips im Internet, früher waren es irgendwelche Filme auf Videos oder irgendwann waren es auch mal Bücher, die verflucht sind. Wir Menschen wollen uns nun mal gruseln und das gibt halt Anlass dazu. It still left quite an impression on those who first saw it back in the mid-noughties. As such, it deserves its place at the top of our list, for despite being quite tame when compared to some other videos, it succeeded in being a genuinely creepy video back in the early days of YouTube, intended to both unnerve you and leave you questioning just what it is you're watching. I can say for sure that we used to watch this one a lot, and it genuinely freaked us out. Thanks for watching this video. We hope. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Top 5 ist ja auch ein Top-Kanal. Ne? Top 5, Top-Kanal. Ja, das war jetzt nun also die letzte Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Auch wenn ich mir den Jumpscare oder den Jumpscares-Clip vom Anfang gern gespart hätte. Aber es war trotzdem eine schöne Erinnerung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, unten in der Beschreibung ist der Link zu dem Video von Top 5s und auch zum Kanal. Und ich kann nur noch zu euch sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns morgen am 1. des Jahres 2024 wieder. Also haltet die Ohren steif, feiert schön und kommt gut rein. Adios.